I hear you breathe, that healthy breath. I know it's all of you that I get. Aloha ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir ein sanftes, aber effektives Bein- und Po-Workout. Perfekt für die Rückbildung, keine Sprünge, keine unnötige Belastung. Nur gezielte Kräftigung, die dich in deinem Postpartum Body stärkt. Wir starten mit Kniebeugen und leichten Taps zur Seite. Dein Gewicht bleibt dabei auf den Fersen, halte den Oberkörper aufrecht und aktiviere sanft deinen Beckenboden, wenn du hochkommst. Mache das Ganze in deinem eigenen Tempo und höre auf deinen Körper. Wichtig hier für deinen Beckenboden ist, dass du das Ganze kontrolliert ausführst und ihn so nicht überanspruchst. Super gemacht. Als nächstes kreisen wir die Beine, um die Hüften zu mobilisieren. Stell dir vor, du zeichnest mit deinem Knie große Kreise in die Luft. Dein Standbein bleibt stabil, das Becken kippt nicht zur Seite. Spür die Dehnung und bleib ganz locker. Atme dabei gleichmäßig ein und aus. Bauch, Beckenboden und Gesäß sind währenddessen angespannt. Wechsle hier einmal die Richtung, in die du deine Beine kreist. Und 15 Sekunden Pause. Komm schon mal in einen sehr breiten Stand und dann machen wir Ausfallschritte zur Seite. Schieb beim Runtergehen die Hüfte leicht nach hinten. Das Knie bleibt über dem Fuß. Dein Oberkörper bleibt dabei gerade und du drückst dich dann kraftvoll zurück in den Stand. Die meiste Kraft nimmst du immer aus dem Bein, was gerade gebeugt ist. Für die nächste Übung komm in den Vierfüßler, um die Hüften kreisen zu lassen. Mach die Bewegung langsam und kontrolliert. Spüre dabei, wie deine Hüfte schön mobilisiert wird. Die Übung kann bei jedem etwas unterschiedlich aussehen. Höre auf deinen Körper und mach einfach Bewegungen, flüssige Bewegungen, die sich für deinen Körper gut anfühlen. Wechsel hier einmal die Richtung. Wundervoll, wir bleiben im Vierfüßlerstand und aktivieren sanft unsere Körpermitte. Mit der nächsten Ausatmung hebst du nur wenige Zentimeter deine Knie vom Boden ab. Dabei sind dein Bauch, Gesäß und Beckenboden fest angespannt. Spüre, wie dein Core arbeitet und halte den Rücken gerade. Kein Hohlkreuz und atme ganz ruhig weiter.
Okay, das war das Warm-up. Jetzt geht's los mit dem Workout. Das starten wir ganz klassisch mit Squats, kombiniert mit einer bewussten Beckenbodenaktivierung. Achte darauf, dass deine Knie schön stabil sind und nicht nach innen kippen. Beim Hochkommen sanft den Beckenboden aktivieren und stell dir dabei am besten vor, du ziehst ihn sanft nach innen oder nach oben. Manchen hilft es sich auch vorzustellen, dass sie mit ihrer Vagina eine klitzekleine Blaubeere festhalten wollen. Auch hier gilt Safety First, also achte auf einen wirklich stabilen Stand, damit du deinen Beckenboden schonst. Wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist mit deiner Rückbildung, dann kannst du hier Squats in deinem ganz normalen, schon zügigeren Tempo machen. Okay, super. Es geht aber weiter. Wir bleiben in der tiefen Kniebeuge und machen ganz kleine Pulsbewegungen. Auch hier bleibt dein Rücken die gesamte Zeit gerade, deine Knie sind leicht nach außen gerichtet und spüre schön, wie die Spannung im Po und in den Oberschenkeln zunimmt. Die brennen jetzt schon, oder? Wenn ihr merkt, dass ihr zu weit nach oben kommt, dann korrigiert nochmal nach, auch wenn es brennt, und lasst die Hüfte wieder etwas tiefer Richtung Boden sinken. Und gleich arbeiten wir an der seitlichen Po-Muskulatur mit Beinheben im Stehen. Halte dein Becken stabil und versuche das Bein nicht mit Schwung, sondern durch Muskelkraft zu heben. Da wir hier ganz sanfte Rückbildung machen, kannst du unten deinen Fuß absetzen. Dadurch gibst du deinem Beckenboden, Bauch und Gesäß kurze Verschnaufspause, das lockert sich dann nämlich. Und mit der nächsten Ausatmung spannst du alles wieder an und ziehst dein Bein nach oben. Wechsle einmal das Bein. Als nächstes kommen tiefe Ausfallschritte. Komm dafür an den Anfang deiner Matte und dann Step einen Schritt nach hinten. Mache die Übung statisch, also bleib an Ort und Stelle stehen und geh mit deinem Gesäß immer noch hoch und runter. Das ist einfach ein bisschen stabiler und jetzt in der Rückbildung die sichere Variante. Komm wieder an den Anfang deiner Matte und dann steppst du mit dem anderen Bein nach hinten. Also das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Dein hinteres Knie geht Richtung Boden, aber ohne abzulegen, und dein vorderes Knie bleibt stabil über dem Fuß. Arbeite kontrolliert, lieber langsam und sauber als schnell und unsauber. But
Mega gut. Jetzt machen wir langsame Skater ohne Sprung, aber trotzdem sehr intensiv und eine Cardio-Übung. Du stehst in einem schulterbreiten Stand und dann überkreuzt du dein eines Bein nach hinten und lässt den Oberkörper Richtung Matte sinken. Das machst du ganz schnell und stellst dir vor, als würdest du so übers Eis skaten. Mega gut gemacht. Jetzt geht's zurück runter auf die Matte. Lege dich dafür über die Seite auf deinen Rücken und stelle die Beine an. Mit der nächsten Ausatmung aktivierst du Gesäß, Bauch und Beckenboden und schiebst die Hüfte nach oben. Hältst da ganz kurz und lässt dann die Hüfte zurück zur Matte sinken. Da lässt du kurz alles locker und wiederholst das in deinem Tempo. But no, can I be the one that you need? Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart then. Mega gut, mach eine kleine Pause und dann machst du das gleiche nochmal, nur dass du oben dann hältst und deine Hüfte pulsierend bewegst. Also die Hüfte wird nicht mehr nach unten gesetzt. Mach die Bewegungen bewusst klein und denk dran, dass die Kraft aus deinen Gesäßmuskeln kommen soll. Schön durchhalten. Korrigiere, wenn nötig, nochmal nach und bring die Hüfte wieder ein Stück weiter nach oben. Also bei mir brennt es jetzt schon richtig im Gesäß. Komm jetzt in die Brücke, setz dich dafür auf die Matte und bring deine Hände hinter deinen Oberkörper. Und mit der nächsten Ausatmung drückst du deine Hüfte nach oben, dein Oberkörper und deine Oberschenkel bilden ganz oben eine gerade Linie. Am höchsten Punkt spannst du bewusst dein Gesäß, dein Beckenboden und Bauch nochmal schön an. Beim Absenken atmest du aus, ganz kontrolliert arbeiten und nicht einfach fallen lassen. Sehr gut, jetzt leg dich seitlich auf die Matte, die Beine sind angewinkelt, die Füße bleiben zusammen. Wenn es losgeht, dann öffnet sich nur das obere Knie langsam nach oben. Achte darauf, dass dein Becken stabil bleibt und du nicht nach hinten kippst. Spüre die Aktivierung in der Hüfte.
Sehr gut. Bleib auf der Seite und jetzt machen wir seitliches Beinheben. Dein Bein ist gestreckt, die Zehen sind leicht nach vorne geneigt. Hebe und senke das Bein ganz kontrolliert und ohne Schwung. Dein Rumpf bleibt dabei stabil und das Becken kippt nicht nach hinten. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love. Jetzt wechsle die Seite, leg dich wieder über die Seite auf deine andere Seite und dann geht's weiter mit den Clamshells. Die Bewegung kommt aus der Hüfte, nicht aus dem Rücken. Arbeite bewusst mit der seitlichen Po-Muskulatur. Wir bleiben auf der linken Seite für das seitliche Beinheben. Heb das Bein kontrolliert hoch und senke es langsam wieder ab. Dein Oberkörper bleibt ruhig. Denk an eine langsame, gezielte Bewegung, um die Muskeln richtig zu aktivieren. Jetzt kommen wir zurück in den Vierfüßlerstand für die Doggy Hydrants. Hebe dein rechtes Bein seitlich an, als würdest du eine imaginäre Wand zur Seite schieben. Achte darauf, dass dein Oberkörper ruhig bleibt und du nicht zur Seite kippst. Arbeite aus der Hüfte, nicht mit Schwung. Das gleiche Bein wird jetzt nach hinten ausgestreckt und du absolvierst damit kleine Kreisbewegungen. Halte die Hüfte dafür stabil, dein Bauch bleibt leicht aktiv, also ein bisschen angespannt, und dann machst du kleine, kontrollierte Kreise, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Und halte ab hier das Bein ganz gerade und stark nach hinten ausgestreckt. Mega, gleich geschafft. Halte durch.
Bleib in der Position, winkle das Bein an und das gleiche Bein wird dann nach oben gekickt. Also die Ferse geht Richtung Decke. Hebe dein Bein nach oben, um das Becken zu verdrehen. Spüre die Aktivierung im Po und versuche eine ruhige Bewegung zu halten. Okay, mega gut. Jetzt wechseln wir die Seite und machen nochmal Doggy Hydrants mit links. Öffne das Bein langsam zur Seite, dein Knie bleibt angewinkelt. Spüre die Arbeit in der seitlichen Hüftmuskulatur. Kein Schwung, alles ganz kontrolliert. Okay, super. Jetzt strecke das linke Bein nach hinten aus für die kleinen Kreise. Die Kreisbewegung bleibt klein und präzise, dein Becken bleibt stabil. Atme ganz in deinem eigenen Tempo ruhig weiter und spüre die tiefe Aktivierung der Muskulatur. Und ab hier halten. Das Bein ist schön durchgestreckt, kräftig und stark. Und letzte Übung dazu, Kickbacks. Drück dein Bein nach oben, ohne ins Hohlkreuz zu gehen. Die Bewegung bleibt kraftvoll, aber kontrolliert. Stell dir vor, dass du etwas nach oben von dir wegdrückst. Schön durchziehen, das sind die letzten Sekunden deines Workouts, danach folgt nur noch das Cooldown. Mega geschafft! Jetzt entspannen wir uns erstmal in der Kindspose, lass deinen Oberkörper dafür nach vorne sinken und die Stirn lässt du auf der Matte ruhen. Atme hier tief in den unteren Rücken hinein und genieße die Dehnung.
Wundervoll. Löse die Position auf und lege dich über die Seite auf deinen Rücken. Lege jetzt einen Fuß auf deinen anderen Oberschenkel und ziehe den Oberschenkel dann so nah es geht an deinen Oberkörper ran. Wechsle ganz langsam und entspannt die Seite. Löse die Position langsam auf und dann lass deine aufgestellten Beine einfach nach links kippen und deine Arme sind vom Körper weggestreckt. Dein Blick geht in die andere Richtung. Fühle die sanfte Dehnung und die Rotation der Wirbelsäule. Komm langsam zurück zur Mitte und dann lass die Beine zur anderen Seite kippen. Richte dich langsam wieder auf und setz dich auf die Matte. Und dann strecke ein Bein aus, das andere ist angewinkelt. Lass dich langsam zur Seite erst zum rechten Bein sinken. Dein Atem bleibt ruhig und dein Körper ist ganz entspannt. Und dann wechsle einmal die Seite und spüre die wundervolle Dehnung in deiner anderen Seite. Und zum Abschluss noch eine sanfte Vorbeuge im Sitzen. Strecke dafür beide Beine aus und lass deinen Oberkörper auf deine Oberschenkel fallen. Lass dich langsam nach vorne sinken, dein Atem bleibt ruhig und dein Körper ist ganz entspannt. Like you're feeling sorry. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry, 'cause you're not feeling sorry. Hey, hey. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Und das war's, du hast es geschafft. Das war eine sanfte Unterstützung für dich nach der Geburt, um wieder Kraft aufzubauen. Und denk dran, jeder Körper in seinem eigenen Tempo, egal wie du dich heute gefühlt hast. Ciao, bis bald.